Tatsächlich haben wir natürlich über die Jahre einiges an verschiedenen Fällen erlebt und da gibt es ganz ja, lustige oder traurige Situationen, wie zum Beispiel, ja, es kommt jemand von der Einwanderungsbehörde und sagt, ja, kann ich bei Ihnen mal in den Kühlschrank schauen? Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Also, wir sprechen ja jede Woche mit interessanten Menschen über interessante Themen, interessante Länder und heute sprechen wir ein weiteres Mal über, ja, man könnte sagen, den größten der 6 Zwergstaaten, ein Kleinstaat in Europa, Andorra. Und Andorra, kleines Fürstentum in den Pyrenäen, wenn man sich es auf der Landkarte anschaut, sieht es winzig aus, aber was Vorteile betrifft, steuerlicherseits, Andorra als Wohnsitz oder als Unternehmenssitz zu wählen, da sieht es dann wieder ganz groß aus, weil es hat nämlich einige hervorragende Besonderheiten zu bieten für Unternehmer, für Freiberufler, aber wie gesagt auch vielleicht nur für jemanden, der seinen Wohnsitz dahin verlegen will. Also wo gibt es das zum Beispiel, dass die gesenkte Mehrwertsteuer nur 1% zum Beispiel beträgt, in Europa ein zweites Mal oder 4,5% Mehrwertsteuer? Also man sieht schon, wenn man nur nach der Mehrwertsteuer Ausschau hält in Europa, dann sticht Andorra ja schon heraus. Und wir wollen heute noch ein paar weitere Dinge nochmal besprechen und auch einige Updates, was ist neu, weil wir haben jetzt vor 2 Jahren schon mal über das Thema gesprochen, bei diesem wunderschönen kleinen Land. Wir freuen uns, dass wir heute wieder als Gast Patrick Müller, Rechtsanwalt Patrick Müller bei uns begrüßen dürfen. Und lieber Patrick Müller, bevor wir jetzt gleich einsteigen und sehen, was gibt es Neues im Land der Andorraner, also nicht der Andorraner, sondern der Andorraner, stellen Sie sich doch mal unseren Gästen selbst vor. Genau, herzlichen Dank, Herr Sauerborn, Herr Taborek. Gerne bin ich nochmal bei Ihnen. Genau, es ist jetzt fast genau 2 Jahre her und bei dem letzten Gespräch, wo wir bereits erste Details und Themen wie Firmengründung, Wohnsitzverlagerung, steuerliche Vorteile, Strukturmöglichkeiten, Gestaltungsmöglichkeiten in Andorra besprochen hatten. Und heute bin ich auch wieder gerne dabei. Es hat sich tatsächlich einiges getan in den letzten 2 Jahren. Zu mir selbst kurz für die Zuschauer, die wahrscheinlich das erste Video noch nicht gesehen haben. Mein Name ist Patrick Müller. Ich bin Steuerfachanwalt im Fürstentum Andorra und lebe seit ungefähr 12 Jahren mittlerweile in Andorra und bin Teil der Kanzlei Avast Global Andorra Solutions. Wir kümmern uns hauptsächlich, unser Team ist mittlerweile auch gut gewachsen. Wir waren damals noch um die 20, mittlerweile sind wir fast 40 und kümmern uns hauptsächlich um Wohnsitzverlagerungen, steuerliche Angelegenheiten rund um den steuerlichen Wohnsitz, Firmengründungen basierend auf die verschiedenen Residenzen, die eben entweder eine Firmengründung beanspruchen oder eine Anstellung. Dazu kommen wir später. Und des Weiteren haben wir eine große Rechtsabteilung, die sich um zahlreiche Abwägungen, insbesondere für Immobilienkäufe, Kapitalerhöhungen, Mergers, Acquisitions in Andorra, aber decken auch mittlerweile Spanien und Frankreich ab. Und unsere Kanzlei betreut weiterhin zahlreiche Gesellschaften für deren Buchhaltung und das Thema Relocation. Wohnungssuche, Umzug etc. haben wir eine kleine Abteilung und können wir sie ebenso betreuen. Also besten Dank nochmal für die Einladung und dann würde ich sagen, ja, legen wir gleich los. Ja. Legen wir los, genau. Buckle up, genau. Ähm, also alleine, dass Sie gerade gesagt haben, dass der Mitarbeiterstab Ihrer Kanzlei sich verdoppelt hat in den letzten 2 Jahren, zeigt ja, dass Andorra nach wie vor sehr, sehr interessant sein muss. Ne? Also ähm, vielleicht können Sie was dazu sagen, aus Ihrer Sicht jetzt, die steuerliche Attraktivität Andorra. Wie würden Sie das in ein, zwei, drei Sätzen zusammenfassen? Immer noch attraktiv, attraktiv sogar gestiegen. Wie sieht es mit der Nachfrage aus als Wohnsitz und Unternehmenssitz? Steuerlich hat sich in den letzten 2 Jahren relativ wenig verändert. Also es ist schon so, dass es weiterhin attraktiv bleibt. Und wir haben geringfügige Veränderungen gehabt bezüglich der Veräußerungsgewinne bei Immobilienverkäufen.
Da gibt es jetzt nochmal einen Koeffizienten, der macht das noch ein bisschen interessanter, also eher positive Veränderungen. Wo sich die meisten Veränderungen jetzt ergeben haben, ist insbesondere bei der Wohnsitzverlagerung. Also hier haben wir tatsächlich, wie Sie eben sagten, warum sind wir auch gewachsen? Also es gab einen enormen Schub an neuen Residenten, insbesondere durch die Pandemie und auch durch den Faktor, dass Andorra in gewisser Weise komplett unbekannt war. Wie Sie eben sagten, ja, es ist einer der Zwergstaaten in Europa, man kennt das vielleicht, aber hat schon mal davon gehört, aber es kommt nicht sofort in den Sinn, wenn man, sage ich mal, nach Steueroptimierung oder nach Wohnsitzalternativen sucht. Ne? Und das hat sich verändert, eben in den letzten 2 Jahren. Also man sieht ganz klar, auch aus Deutschland haben wir immer mehr Interessen. Das liegt auch an gewissen politischen Situationen womöglich, das ist ganz klar. Aber Andorra ist mittlerweile auf der Landkarte für viele. Und ich Und glaube, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, das hat ja sicherlich auch damit zu tun, dass es nicht in der EU ist, oder? richtig, es kommt oftmals die Frage eben aus dem politischen Bewegung, ne, politischen Motivierung, ist Andorra in die EU? Was passiert? Geht möglicherweise Andorra ein Abkommen mit der EU ein? Und da nur einen kurzen Kommentar dazu. Es ist tatsächlich so, dass ein Assoziierungsvertrag mit der EU verhandelt wird. Das geht auch schon über seit 2, 3 Jahren mittlerweile. Und wir werden wahrscheinlich Anfang 2025 ein Referendum abhalten, ob dieser Assoziierungsvertrag dann in Kraft tritt. Vorsicht, das heißt nicht, dass Andorra ein EU-Mitglied wird, sondern lediglich mit gewissen Spielregeln der EU bis zum gewissen Rahmen, natürlich abgegrenzt seitens der andorranischen Regierung und deren Interessen, dass dieser Vertrag zum Beispiel abdeckt EZB-Anbindung. Das Bankensystem hat Zugang zu der EZB. Dann die Zollunion wird etwas weiter ausgebaut. Es gibt schon Klauseln, zum Beispiel Roaming wird innerhalb von 2 Jahren abgeschafft. No? Also eher, sage ich mal, Klauseln, die eigentlich vorteilhaft sind für beide Seiten. Und Immigration bleibt weiterhin, Einwanderung bleibt weiterhin begrenzt. Also da reserviert sich Andorra das Recht, gewisse Quoten weiterhin anzuwenden. Und auch bezüglich Niederlassungsfreiheit etc. gibt es gewisse Grenzen. Ne? Und von daher denke ich, wird sich wenig verändern. Und wir sehen es äußerst positiv. Dennoch ist seitens der andorranischen Bevölkerung bisher sieht man ungefähr 20% Zustimmung dieses Referendums. Ne? Ach was, wahnsinnig. Es wird wahrscheinlich sowieso nicht durchgehen. Und auf keinen Fall reden wir jetzt von einem EU-Beitritt. Ne? Also das ist komplett tabu seitens der Andorra. Das ist ja in anderen interessanten Ländern, die wir auch schon vorgestellt haben, zum Beispiel Montenegro, da sieht es ja anders aus. Ne? Montenegro, da sind einige ausgewandert, weil es ein interessantes Land ist. Es gibt den Euro, es gibt die Nähe zur Europäischen Union oder generell halt ein europäisches Land. Aber das Damoklesschwert eines drohenden, möglicherweise sogar zügigen EU-Beitritts, könnte dort einigen ihre Pläne versalzen sozusagen. Da haben wir mit einigen schon gesprochen. Aber das ist gut zu hören, dass es also bei Andorra eher nicht so ist, ne? Dass dann Vollmitgliedschaft in der Europäischen Union geplant ist und damit Andorra was Besonderes bleibt. So, jetzt lassen Sie uns doch nochmal ganz kurz vielleicht für diejenigen, die das erste Mal heute doch was bei uns auf dem Kanal über Andorra hören, nochmal ganz kurz so in Stichpunkten skizzieren, was ist das Einzigartige am steuerlichen System in Andorra, bevor wir dann auch auf neue Neuigkeiten noch eingehen. Also wenn wir das nochmal ganz kurz aus Ihrem Munde hören können, lieber Herr Müller, wäre das ganz toll jetzt. Genau, also kurz zusammengefasst, wie Sie sagen, Andorra ist eben kein EU-Mitglied und wir sind in gewisser Weise natürlich mit den anderen Staaten verbunden und auch steuerliche Abkommen, sprich DBAs, bestehen immer mehr. Das hat sich auch in den letzten 2 Jahren erheblich gesteigert. Also mittlerweile sind wir schon bei 15, 16 DBAs und Deutschland fehlt uns noch. Das wäre natürlich eine zusätzliche Rechtssicherheit für zukünftige Verlagerung von Steuerwohnsitzen aus Deutschland. Aber kurz zusammengefasst, wir haben eine Unternehmens- und Einkommensbesteuerung von maximal 10%. Auf der Unternehmensbesteuerungsseite gibt es gewisse Sonderbesteuerungsmodelle, zum Beispiel die Patent Box. Da können wir bis zu 2% reduzieren, eben um 80% von 10% auf 2% mit gewissen Auflagen. Das heißt maximal 10% Unternehmensbesteuerung, Einkommensbesteuerung auch maximal 10%. Wir haben einen Freibetrag von
24.000 Euro bei der Einkommensteuer. Dann zwischen 24.000 Euro und 40.000 Euro. Die marginalen 16.000 Euro sind besteuert mit 5%. Dann ab 40.000 Euro, wie gesagt, greifen die maximal 10%. Das ist der interessante Teil. Es wird noch interessanter, insbesondere bei Veräußerungsgewinnen, zum Beispiel bei Spekulationsgeschäften. Ich sage Spekulationsgeschäften, alles das, was an der Börse gehandelt wird, ob das Aktien sind, ob das Fonds sind, ob das ETFs sind oder deren Derivate, außer Commodities, Rohstoffe, da verhält es sich anders. Da haben wir eben die gleichen 10%. Aber alles das, was börslich gehandelt ist und die Beteiligung an der Equity ist weniger als 20%, ist ja bei den Normalsterblichen fast immer der Fall, haben wir eine Freistellung. Das heißt, wir haben keine Besteuerung und liegen bei null. Deswegen ist es auch sehr interessant, eben für die, die insbesondere mit Aktien, mit Fonds, ETF handeln, sich hier vor Ort niederzulassen. Und wie gesagt, es fällt nicht unter die normalen Einkommensteuer, Gewerbetätigkeit oder eben auch Gehalt, sondern ist komplett steuerfrei. Dann haben wir Dividenden aus andorranischen Unternehmen. Da verhält es sich ähnlich. Da sind wir bei 0%. Okay? Dividendenausschüttungen aus andorranischen Unternehmen als steuerlich Ansässiger in Andorra 0%. Ausländische Dividenden, da wissen Sie ja, da haben wir die Situation der Quellenbesteuerung. Die ist relativ hoch, eben wenn wir kein DBA haben. Aber prinzipiell 10% angerechnet wird das, was im Ausland schon bezahlt worden ist. Mit DBA oder ohne DBA. Beispiel Schweiz sind wir bei 35%. Da tut es natürlich ein bisschen weh. Deutschland haben wir 25% plus Soli. Aber sie bezahlen nichts mehr in Andorra. Und da warten wir eben auf die die Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland, um diese Situation dann natürlich zu verbessern. Ich habe hier vielleicht schon mal eine kurze Frage. Herr Müller, Sie hatten ja gerade angesprochen, dass Veräußerungserlöse steuerfrei sind. Sind jetzt hiermit nur letztlich jetzt Privatverkäufe gemeint, also für jemanden, der jetzt gelegentlich tradet, ich sage mal, der im Rahmen der eigenen Vermögensverwaltung tradet, ab und zu mal so ein paar Aktien eben verkauft? Oder wenn jetzt jemand hauptberuflich traden würde, gewerblich als Daytrader, wäre dann hier auch letztlich die Steuerbefreiung gegeben? Gewerblich verhält es sich tatsächlich anders. Das heißt, wenn wir es als juristische Person betreiben, eben über eine Gesellschaft, dann sind wir bei 10%. Deswegen empfiehlt es sich natürlich, wenn Sie Wertpapiergeschäfte machen, das über die eigene Person abzuwickeln, im Gegensatz vielleicht zu anderen Ländern. Deswegen macht es wenig Sinn, eine Gesellschaft nur für Wertpapieraktivitäten zu gründen. Das heißt, auch wenn jetzt jemand, also ich frage es nochmal, auch wenn jetzt jemand, ich sage mal, 8 Stunden am Tag zum Beispiel traden würde, persönlich im eigenen Namen, auch dann wäre letztlich hier diese Gewinne steuerfrei. Korrekt. Weil das ist ja schon, muss man sagen, ein sehr großer Vorteil dann, weil in vielen Ländern gibt es ja doch eine klare Abgrenzung. Da heißt dann, okay, also natürlich, wenn du ab und zu mal irgendwas verkaufst, dann ist es steuerfrei. Aber wenn du im Grunde den ganzen Tag da sitzt und dann tradest, dann ist es natürlich dann nicht steuerfrei, sondern dann musst du eben dann Steuern drauf bezahlen. Gut, ich meine, die Steuern wären sowieso nur 10%, also insofern wäre jetzt auch nicht so schlimm. Ja, aber ich meine, ist natürlich trotzdem sehr angenehm, wenn es komplett steuerfrei ist. Ganz klar, tatsächlich ist es so. Also es gibt da keine maximale Grenze und es ist zu empfehlen. Ne? Es gibt natürlich viele, jetzt kommen wir gleich zu den Residenzen, vielleicht nochmal als Zusammenfassung. Ne? Wenn man sich steuerlich ansässig machen will in Andorra, muss man natürlich eine Residenz beantragen, einen Wohnsitz, eine Aufenthaltsbewilligung. Und bisher einer der Hauptwege dazu war eben die Firmengründung. Und da hatten wir übrigens im ersten Gespräch diese Frage genau gehabt, kann ich mich in Andorra selbstständig machen mit einer Firma, die dann nur meine Wertpapiere verwaltet? Und da ist die Antwort eben nein, weil tatsächlich, um eine aktive Residenz zu beantragen in Andorra, müssen Sie oder die Firma eben eine Handelsaktivität haben. Und da gehört eben nicht das Trading dazu. Und das heißt, auch hier ist weiterhin der Vorteil, gut, wenn man sonst keine Aktivität mitbringen kann, dann ist das oftmals für den Kunden ein Problem. Aber auch hier gibt es natürlich Gestaltungsmöglichkeiten, ne, dass der Kunde vielleicht eine Dienstleistung erbringt, Beratungstätigkeiten im geringen Umfang wären bereits ausreichend. Aber Oder was Sie ja auch vorhin gesagt haben, also wenn der Kunde dann, also vor unserer Aufzeichnung hier hatten Sie Employer of Record erwähnt, der Kunde könnte ja auch dann
letztlich sich über den Employer of Record anstellen lassen, das Gehalt des Employer of Records bezahlen, oder die Bruttopersonalkosten besser gesagt, und wäre dann ja offiziell Angestellter. Ich würde das schon mit Vorsicht behandeln. Also, um jetzt kurz diese Residenztypen zusammenzufassen. Also, wir haben einmal die aktive Residenz über die Firmengründung. Zweitens haben wir die passive Residenz über eine Investition von aktuell 600.000 Euro. Da kommen wir später nochmal dazu. Da hat sich ein bisschen was geändert bezüglich dem Investitionsbetrag. Die dritte Möglichkeit ist eben Employment of Record. Employment of Record, was wäre das konkret in Andorra? Das wäre eine Anstellung über ein andorranisches Unternehmen für eine tatsächliche Dienstleistung, die erbracht wird an einen Endkunden, der sich meistens im Ausland befindet. Es muss hier tatsächlich eine Dienstleistung bestehen. Das heißt, wir können das nicht so strukturieren, dass der Kunde über uns oder über eine Filiale von uns angestellt wird und dementsprechend die Residenz beantragen. Also das gibt Probleme letztendlich. Das wird auch geprüft und die Einwanderung weiß ganz genau, weil hier gibt es nochmal einen Vorteil dazu. Für die aktive Residenz und für die passive Residenz sind es eben 50.000 Euro Kaution und für die Anstellung besteht keine Kaution. Und die Regierung und die Einwanderung, die wissen das ganz genau, dass wenn jemand reinkommt und hier gibt es Prüfungen, ne? Will der möglicherweise das vermeiden, möchte der die Kaution nicht bezahlen, ne? Und da wäre ich schon vorsichtig. Also es muss tatsächlich eine Dienstleistung stattfinden und sonst könnte man dieses Employment of Record nicht strukturieren. Aber wäre zum Beispiel denkbar, dass ich sage, ich habe ohnehin ein Unternehmen im Ausland, also jetzt gar nicht hier im Zusammenhang mit meinem Umzug nach Andorra. Ich habe ein Unternehmen im Ausland. Dieses Unternehmen im Ausland beschäftigt mich dann in Andorra und damit kann ich dann den Employer of Record dort nutzen. Rein theoretisch ist das möglich. Klar, wenn diese gleiche Person ein Unternehmen hat, sagen wir mal eine LLC in Amerika oder Limited in UK, und diese Gesellschaft ist letztendlich der Endkunde dieser Dienstleistung. Und es ist ja tatsächlich so, dass ordentlich Dienstleistungen erbracht werden. Dann wäre diese Option, das könnte man so strukturieren. Ja, das wäre möglich. Und aber es muss eben tatsächlich natürlich eine richtige Aktivität sein, wie Sie schon gesagt haben. Ich weiß, bei anderen Employer of Records ist immer wichtig, dass man auch jetzt nicht Geschäftsführer sein darf, zum Beispiel der ausländischen Gesellschaft. Ist vielleicht jetzt in Andorra egal, weil sowieso die Steuer ja niedriger ist. Also ich meine, da ist ja ohnehin, würde ja dann die Betriebsstätten-Thematik sich meistens sowieso nicht ergeben, die Betriebsstätten-Problematik. Ja, das wäre ja im Grunde dann eine attraktive Lösung. Ja. Genau, in den letzten 2 Jahren hat sich das ordentlich entwickelt. Und wie gesagt, vor 3, 4 Jahren waren wir komplett unbewusst dieser Sache. Und das entstand natürlich tatsächlich aus der Pandemie. Und mittlerweile eben durch diese 50.000 Euro Kaution. Die hat sich übrigens verändert von 15 auf 50 für die aktive Residenz. Und deswegen haben wir natürlich da immer mehr Nachfrage. Aber wie gesagt, es muss sauber strukturiert sein, es müssen tatsächlich Dienstleistungen bestehen. Gibt es denn da so Anforderungen an diese Regelung mit dem Employers of Records? Das heißt zum Beispiel, was die Höhe der monatlichen Bezüge betrifft oder die Arbeitszeit pro Woche? Um eine Arbeitsbewilligung generell in Andorra zu bekommen, müssen Sie komplett Vollzeit angestellt sein. Also wir reden hier von 40 Stunden pro Woche. Darauf muss der Arbeitsvertrag basieren. Und dann gibt es gewisse Kategorien. Je nach Qualifikation dieser Person ist es ganz klar, dass wir natürlich niemanden jetzt als Büroangestellten oder Sekretär anstellen können. Und wenn letztlich eben diese Person Dienstleistungen erbringt an ein Technologieunternehmen und arbeitet vielleicht als Softwareentwickler. Also das muss schon passen. Das kann schon geprüft werden. Und dementsprechend verhält sich natürlich die Lohnkategorie. Das heißt, wenn wir jetzt einen Entwickler haben, gut, die Löhne sind hier überschaubar. Dann haben wir wahrscheinlich einen Mindestlohn um die 2.200 Euro für einen Entwickler. Das ist ja sehr human. Aber wir können diese Person jetzt nicht für 1.300 oder 1.400 Euro anmelden. Und dementsprechend, Sie merken, da verhält sich natürlich auch die Situation bezüglich Abzügen. Also wie sieht das aus? Sozialversicherungen sind 15,5. Das ist natürlich günstiger, 15,5 auf 1.500 als auf 2.500 Euro monatlich. Aber wie gesagt, da sollte man schon in der gleichen Kategorie bleiben. Und der Nachteil in Andorra ist, anders als in anderen EU-Ländern, ist, dass es gibt keine Obergrenze für die Sozialversicherungsbeiträge. Das heißt tatsächlich, wenn jemand 150.000 Euro verdient, da werden 15,5 abgezogen, die das Unternehmen bezahlt, und 6,5, die der Arbeitnehmer
dann abgezogen bekommt vom Nettoentgelt. Ne? Und das heißt, hier ist der Nachteil natürlich bei hohen Löhnen, ne? Dass wir dann möglicherweise sogar mehr Sozialversicherungsbeitrag bezahlen würden als in manch anderem EU-Land. Ne? Das Ist übrigens interessanterweise in der Schweiz genauso, weiß nicht, ob Sie es gewusst haben. wusste ich Aber die nicht. Schweiz hat auch keine Deckelung. Das heißt, im Grunde genommen, wenn Sie in der Schweiz 1 Million verdienen, dann geht da voll die AHV dann runter, ja. Also sowohl für den Arbeitgeber als für den Arbeitnehmer. Das ist ganz interessant. Ja. Wie gesagt, da hat man natürlich einen gewissen Spielraum, wenn wir eben von strukturierten Lösungen reden, dass man sagt, okay, das ist mein eigenes Unternehmen, ich erbringe tatsächlich Dienstleistungen, ich kann meinen Lohn ansetzen, möglicherweise um die 2, 2,5. Da gibt es natürlich schon eben diese Möglichkeit. Gut, dann müsste man sich überlegen, okay, wie bezieht man, ne, das restliche Entgelt, bezieht man das als Dividenden dann möglicherweise aus dem Unternehmen im Ausland und das gilt dann zu prüfen, ob das steuerlich dann tatsächlich auch Sinn macht. Aber ich glaube, wichtig ist, was Sie gesagt haben, also es kann jetzt hier nicht irgendwie, also so ein Fantasielohn sein, 1200, 1300 Euro, sondern es muss irgendwas sein, was in Andorra für die Tätigkeit als angemessen gilt, was immer das dann auch sein mag. Also sicherlich nicht 1200, 1300 Euro, aber also, naja, zwischen 3.000 und 5.000 Euro vielleicht ist eine gute Richtschnur. Ja, dann ist man so im sicheren Bereich wahrscheinlich. Je nach Qualifikation und eben Kategorie der Position. Und wenn diese Position eben im Softwarebereich liegt, dann sind wir meistens bei um die 2.500 Euro. Das ist richtig. Ja. Wir sind ja immer noch im Thema Residenz und haben also jetzt gesehen, haben jetzt über 2 Residenzvarianten gesprochen. Das heißt, das eine ist, ich lasse mich anstellen. Das andere wäre, ich gründe selbst eine Firma zum Beispiel. Und es gibt ja noch weitere Möglichkeiten, die Residenz zu beantragen. Genau, aktuell gibt es, wie gesagt, 3 Residenztypen. Wir haben gerade von der Lösung Employment of Record gesprochen. Zweite Option und die beliebteste Option weiterhin ist die Firmengründung. Bei einer Firmengründung muss eben der potenzielle Resident mindestens 35% an der Firma halten. Vorher war das etwas weniger, das hat sich auch verändert. Muss 50.000 Euro Kaution hinterlegen. Das waren vorher 15.000 Euro. Und ansonsten bleiben die Auflagen ähnlich. Das heißt, sie werden Teil der Sozialversicherung mit einem fixen Betrag von aktuell 502 Euro. Damit abgedeckt ist die Krankenversicherung. Die ist übrigens sehr gut. Sie haben Deckung auch in Portugal, Frankreich, Spanien, dem Andorra, und haben einen Einspruch rein theoretisch. Nach 15 Jahren hätten sie einen Anspruch. Natürlich ist es eher interessanter für die Länder, die ein Austauschabkommen haben bezüglich Sozialversicherung. Das ist Frankreich, Spanien, Portugal, die gleichen Länder. Dort kann man eben die Rechte, Punkte, die sie in den vergangenen Jahren bereits gesammelt haben, über die Sozialversicherung dann auch geltend machen und umgekehrt. Ne? Das heißt, 15 Jahre ist Mindest, ne, für eine Rente. Gut, das ist für die Zuhörer wahrscheinlich weniger interessant, aber die 500 Euro deckt das ab. Das wäre die Option aktive Residenz. Ganz wichtig, 183 Tage offiziell Aufenthalt vor Ort. Diese 183 Tage, das hatten wir im ersten Gespräch etwas besprochen, werden tatsächlich auch geprüft, insbesondere bei der ersten Erneuerung. Und diese erste Erneuerung findet nach einem Jahr statt. Ohne in Details reinzugehen, es kann sein, dass jemand von der Einwanderungsbehörde anruft, an die Tür klopft oder die Nachbarn befragt. Das sind die 3 typischen Optionen oder gar nichts passiert. 4. Option. Also ein sehr wichtiger Punkt wirklich, dass Sie das herausstreichen, denn es gibt ja doch vielfach den Wunsch zu sagen, okay, wenn ich jetzt, ich sage mal, Dauerreisender bin, vielleicht meinen Hauptwohnsitz zwar in Andorra habe, aber ansonsten viel weg bin, dann funktioniert es möglicherweise nicht. Ist übrigens ganz interessant. Ich habe heute mit einem Geschäftspartner gesprochen, der eine Residenz in Montenegro hat, aber eben auch nicht sehr viel in Montenegro ist. Und er sagt, da ist es so, nach einem Jahr. Aber irgendwann, man kann sich nicht darauf verlassen, wann das passiert, rufen die an und sagen, sie müssen innerhalb von 2 Tagen kommen, um ihre einjährige Residenz zu verlängern. So, wehe denn, die sind nicht in Montenegro beispielsweise, weil wir haben ja nur 2 Tage Zeit, im Prinzip bei der, was ist das, Ausländerbehörde oder was auch immer, oder Migrationsbehörde dann zu erscheinen. Wie ist denn das, was Andorra jetzt betrifft? Also im Prinzip letztendlich, wie könnte man das kontrollieren, wie lange man sich da auffällt? Also haben Sie da irgendwie schon Erfahrungswerte, dass man da jemanden nachweist, du bist da viel zu selten bei uns im Land gewesen, du warst weniger als 183 Tage? Tatsächlich haben wir natürlich über die Jahre einiges an verschiedenen Fällen erlebt und da gibt es ganz lustige oder traurige Situationen, wie zum Beispiel, ja, es kommt jemand von der Einwanderungsbehörde und sagt, ja, kann ich bei Ihnen mal in den Kühlschrank schauen? Also das haben wir auch schon erlebt und
Von ganz einfachen Fragen, Türklopfen, hallo, einfachen Fragen, bis zum in den Kühlschrank schauen und sagen, ja, wo gehen Sie denn in den Supermarkt hin? Ja, ich gehe in den Supermarkt. Kennen Sie da jemanden? Nein, kenne ich nicht, aber ich kann Ihnen sagen, wo das Müsli steht. Ne? Und da muss man schon ein bisschen clever sein und muss sich schon ein bisschen auf diese Fragen, das machen wir auch mit dem Kunden. Wir bereiten Ihnen da etwas vor, ne, in einem Vorgespräch, insbesondere in dieser Erneuerungsphase. Aber ich sage ganz klar, man kann dem vorbeugen, wenn man eben, wie Sie eben sagten, in Montenegro ist ja nicht so, dass dann die Polizei oder die Einwanderungsbehörde von heute auf morgen kommt. Die kommen dann wahrscheinlich in der Phase, in der die Aufenthaltsbewilligung abläuft. So, wenn man das Genau. weiß und wir wissen, dass diese Kontrolle kommt nur nach dem Antrag auf Verlängerung. Und wir wissen ungefähr, dass das wahrscheinlich irgendwie der Antrag liegt 2, 3 Wochen bei jemandem auf dem Tisch. Und wir wissen, dass ungefähr 2, 3 Wochen bis 1, 2 Monate ist leider so, es sind tatsächlich bis zu 2 Monaten nach diesem Termin wahrscheinlich jemand vorbeikommen oder anrufen wird. Das heißt, man kann sich da schon etwas darauf vorbereiten. Man kann zu Hause sein zu dem Zeitpunkt. Aber ich sage ganz klar, die beste Vorbereitung ist eben, dass man seine 5, 6 Monate in Andorra verbringt. Und Naja. Absolut, absolut. Jetzt habe ich noch eine Frage, Herr Müller, und zwar, Sie hatten ja gesagt, die Kaution wurde von 15.000 auf 50.000 erhöht. Gibt es da einen Grund? Also wie begründet denn das jetzt sozusagen die Behörde oder der Staat? Also warum macht man das? Will man weniger Einwanderung haben oder will man eher mehr betuchte Leute ins Land bringen? Was gibt es da für einen Grund für diese Veränderung der Bedingungen? Also wie ich ganz am Anfang gesagt habe, hatten wir jetzt einen gewissen Boom erlebt in den letzten 2 Jahren oder besser gesagt schon seit 3 Jahren. Und durch diesen Boom, wir sind ja hier ein kleines Land, wir sind mittlerweile von 81 auf 85.000 wachsen. Es ist zwei Dreiteiler. Wir haben nicht unbegrenzt Bauland. Wir sind geografisch sehr eingeschränkt für Neubau. Und tatsächlich ist es so, dass durch diese Immobiliensituation, die wir jetzt erlebt haben, also Immobilienpreise sind enorm in die Höhe geschossen, insbesondere bei Mieten, teilweise so, dass es fast keine Mietobjekte am Markt gibt. Sie können auf irgendwelchen Plattformen sich einloggen und suchen nach Mietobjekten und dann sehen Sie vielleicht 50 Wohnungen. Und es ist tatsächlich so, dass es auch nicht mehr gibt. Und durch diese Situation gibt es eine gewisse politische Bewegung, dass man sagt, ja, wir wollen das eingrenzen. Es ist ja so in Andorra, von diesen mittlerweile 85.000 sind 55.000 Residenten, Ansässige und 30.000 sind Andorraner. Und von denen sind 17.000, die wählen können. Ja? Also da muss man Wahnsinn. natürlich, Wahnsinn. muss man das verstehen. Also 17.000, wenn den oberen 2.000 oder 3.000, die natürlich enorm viel Geld verdient haben in den letzten Jahrzehnten durch Verkäufe von Ländereien und Bau und Entwicklung des Landes. Und dann wahrscheinlich die unteren, ne, viele Zugewanderte in den letzten 3 Jahrzehnten durch Bauboom kamen eben viele Gastarbeiter und die haben natürlich Kinder gehabt und diese wählen mittlerweile, das sind dann neue Andorraner, weil sie kriegen die andorranische Staatsbürgerschaft nur über Geburtsrecht oder eben nach 20 Jahren Residenz. Und von denen gibt es viele, die sagen, ja, ich finde keine Wohnung und ich habe ein normales Gehalt, Mindestgehalt übrigens 1.370 Euro mittlerweile. Und die Wohnung, die billigste Wohnung, die ich finde, die kostet 15 Euro. Wir wollen das nicht. Und die ganz Oberen sagen, wir wollen auch nicht mehr, wir haben jetzt gut Geld verdient, ne? Wir wollen das so ein bisschen einschränken. Deswegen hat die Politik enorm viel Druck zu sagen, wir müssen diese neuen Residenzen beschränken. Weil natürlich dann nicht jetzt irgendwie das von heute auf morgen mit irgendeiner radikalen Gesetzesänderung. Aber aus dem Grund sind genau diese Schritte erfolgt. 15 auf 50.000, die Kaution für aktive Residenz und die passive Residenz von 400.000 Investitionen auf 600.000, um das einzuschränken. Ja. Das ist der, sage ich mal, wirtschaftliche, gesellschaftspolitische Hintergrund, ne, dieser Maßnahmen. Wir haben ja ähnliche, sage ich jetzt mal, oder einen ähnlichen Unmut in der Bevölkerung auch in anderen Ländern erlebt. Mir fällt spontan jetzt Portugal ein, wo ja auch zum Teil sehr viel dann auch demonstriert wurde und gegen Ausländer demonstriert wurde, die eben dort die Wohnung aufkaufen und sie dann auch per Airbnb vermieten. Am Ende wurde ja in Portugal dann der NHR-Status abgeschafft mit Anfang diesen Jahres. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Bekommt Andorra hier einen positiven Schub dadurch? Also kommen jetzt Leute, die früher nach Portugal gehen wollten,
jetzt nach Andorra? Es ist richtig, wir haben das natürlich vor ein paar Monaten mitverfolgt, dass das NHR, NHR eben abgeschafft wird oder es kommt eine veränderte Version angeht. Ich glaube, das ist noch offen und das ist, glaube ich, gerade Naja, die dieser. haben das, aber das ist eben stark Research, so basiert, Research und Innovation. Also viele, die vorher den NR-Status nutzen konnten, Privatiers, sag ich mal, wohlhabende Pensionäre oder so, die können jetzt nicht mehr den neuen Status nutzen. Und es ist natürlich tatsächlich so gewesen, wir haben uns gefreut, ne, über einen gewissen Zuwachs. Wir haben tatsächlich Kunden, die auch dieses Thema ansprechen, aber ich würde sagen, ja, geringfügig, eher geringfügig. Ne? Aber jetzt zu Ihrer Frage komme ich auf ein anderes Thema. Genau das, was die portugiesische Regierung jetzt vielleicht machen will, können wir uns auch in der Zukunft in Andorra vorstellen. Dass man eben sagt, ja, zum Beispiel aktive Residenz mit Firmengründungen möglicherweise dann einschränkt für gewisse Aktivitäten, die Mhm. einen gewissen Mehrwert mitbringen, gewisses Talent mitbringen und nicht mehr, ja, ich habe eine Firma und ich habe 50.000 Euro und ich kriege meine Aufenthaltsbewilligung. Also das ist möglicherweise für 25, 26 sehe ich da eine Möglichkeit dafür. Oder So schnell schon, wirklich, wahnsinnig, ja, okay. also ich muss jetzt nicht sagen, ja, jetzt schnell beeilen, kommen Sie nach Andorra, ne, bevor es zu spät ist, um Gottes Willen. Aber wie gesagt, es ist tatsächlich so, dass ein gewisser politischer Unmut besteht. Aber es ist auch verständlich. Ich kann auch Andorra nicht mit Portugal vergleichen. Und wenn Sie hier vor Ort leben, ja, da ist schon vieles passiert. Und man kann es auch verstehen. Wenn der Normalsterbliche keine Wohnung mehr findet, und dann wird das natürlich irgendwann zum Problem ausarten. Wie ist denn das? Ja, wir haben jetzt über Wohnungen gesprochen, aber generell, ich meine, Sie sind jetzt da sozusagen eingebettet zwischen Spanien und Frankreich. Wenn Sie die also die Veränderung oder die Entwicklung der Lebensqualität und auch der Preise, der Lebenshaltungskosten jetzt mit den Nachbarländern Frankreich und Spanien vergleichen, wie hat sich denn das so in Andorra entwickelt? Also in den letzten 2 Jahren ist übrigens interessant, Sie hatten mir die gleiche Frage gestellt vor 2 Jahren, da habe ich Ihnen gesagt, ja, ungefähr gleich wie in Spanien. Ne? Vielleicht, ja, nicht unbedingt in der Provinz in Spanien, aber sagen wir mal Barcelona in Spanien. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass wahrscheinlich die normalen Lebensmittelpreise etc., ne, alles, was nicht Wohnfläche ist, wahrscheinlich um die 10 oder 15% höher liegt als in Barcelona. Also geringfügig, aber man merkt schon bei gewissen Sachen, auch das Benzin ist nicht mehr so deutlich günstiger. Ne? Also auch hier, von daher merkt man das, ja, man merkt es schon. Aber hauptsächlich Wohnfläche, da haben wir mittlerweile dann schon einen Unterschied. Also in den letzten 2 Jahren kann man sagen, sind die Mieten ungefähr 40% gestiegen. Das ist Wahnsinn. ein gewaltiger, ja, das ist schon eine hohe Nummer. Ne? Und klar, wenn man es jetzt vergleicht mit gewissen Ballungszentren in Deutschland oder auch in Spanien, ja, liegen wir immer noch weit weg davon. Aber wir sind mittlerweile, damals habe ich nur gesagt, wahrscheinlich ja 12, 13, 14 Euro der Quadratmeter. Mittlerweile sind wir dann wahrscheinlich bei 18, 19 Euro der Quadratmeter. Aber das macht schon einen Unterschied. Macht einen Unterschied, aber ist immer noch vergleichsweise günstig, ne? Ich meine, wenn man sich halt die Lage und die Lebensqualität und vor allem eben die niedrigen Steuern anschaut. Zum Thema Lebensqualität gut steuern brauchen wir, wie gesagt, das ist ganz klar, das ist eindeutig. Zum Thema Lebensqualität, da habe ich auch aufgrund dieser politischen Situation, die wir zurzeit in Europa erleben, insbesondere in Deutschland, aber auch die Engländer, aber auch die Franzosen schon länger, und haben wir natürlich mittlerweile so diesen Inseleffekt, ne, dass man will nicht nur nach Andorra aufgrund der Steuern, sondern weil wir eben ja gewisse politische Entscheidungen treffen und getroffen haben in der Vergangenheit, die eben gewisse Probleme, die, ohne jetzt in diese politische Thematik einzugehen, natürlich dann einschränken. Und da geht es insbesondere um Sicherheit, ganz offen, ganz klar geht es auch um Einwanderung. Und das sind eben Themen, die sind hier unanfassbar. Also Einwanderung ist ganz klar, wie Sie selbst sehen. Selbst für vermögende Personen wird eingeschränkt und bleibt auch eingeschränkt. Das heißt nicht, dass man hier, wir haben eine Vollbeschäftigung in dem Sinne. Das heißt, wir suchen auch Leute, wir brauchen auch Leute aus dem Ausland, aber die müssen eben qualifiziert sein. Die müssen ein Jobangebot haben, die müssen einen Arbeitsvertrag, Vollzeit, wie wir das gerade erwähnt haben. Ne? Und das, wie gesagt, ansonsten ist die Einwanderung sehr beschränkt. Ne? Und Sicherheit
ist ganz klar, wir haben eine Kriminalitätsrate. Ich habe gestern irgendwo einen Artikel gesehen, wir liegen, glaube ich, bei 150 von 200 Ländern, die existieren, angeblich, wenn es da überhaupt ein zuverlässiges Ranking geben soll. Aber wie gesagt, wir haben eine enorme, fantastische Sicherheit, insbesondere für Kinder. Ne? Und das ist wunderbar für Familien hier zu leben. Das Schulsystem, die Sicherheit, die Krankenversicherung, Abdeckung. Und das sind eben solche Punkte, ne? Wie ich sage, Inseleffekt, dass viele sagen, okay, ich komme aus einem EU-Land, ne, wo es etwas anders zugeht zurzeit, würde gerne weniger Steuern bezahlen, aber es gibt eben diese Lebensqualitätsfaktoren, die für mich noch wichtiger sind als möglicherweise der Steuersatz. Ja. Da kann Andorra ganz klar punkten. Wie gesagt, wir sind im Bergland, ne? Wir sind geografisch etwas eingeschränkt. Wir sind weiterhin, obwohl es wieder ein paar mehr Flüge gibt, La Seu d'Urgell, das ist die Kleinstadt in Spanien, direkt vor der Grenze. Da kann man mittlerweile nach Mallorca fliegen, man kann nach Madrid fliegen. Barcelona, wie gesagt, 2,5 Stunden weg. Aber wir sind weiterhin natürlich etwas geografisch, ja, nicht eingeschlossen, aber natürlich begrenzt. Kann man denn auch nach London fliegen von dem Flughafen? Noch nicht. Das Noch soll nicht. kommen innerhalb von 1, 2 Jahren. Also ich frage nur, weil an der Stelle muss man das mal mit ansprechen. Wir machen ja regelmäßig in London auch interessante Events für unsere Mandanten. Und natürlich freuen wir uns auch immer, wenn unsere Partner wie Sie da mal mit vorbeikommen. Und wäre doch schön, wenn Sie da auch den direkten Zugang zu einem unserer Events auch finden. Aber ja, vielleicht, wenn wir das nächste Mal sprechen, gibt es dann den Direktflug nach London, auch für Andorraner sozusagen. Ja, aber schön, das zu wissen. Generell Infrastruktur hatten wir das letzte Mal schon dazu gesprochen, die war ja sehr, sehr gut in Andorra. Ich nehme an, da wird sich auch nichts dran geändert haben. Angst vorm Blackout, ich weiß gar nicht, ob wir das letzte Mal drüber gesprochen hatten. Mittlerweile haben sich ja da die Wogen geglättet, obwohl sich eigentlich an der Situation nicht viel verändert hat. Dass es schon kritisch ist in Europa, das Netz. Aber vielleicht, wenn Sie noch mal ganz kurz was zur Entwicklung oder dem Stand der Infrastruktur sagen, für jemanden, der sich für Andorra interessiert. Wir hatten vorhin auch über Traden zum Beispiel oder sowas gesprochen. Also da brauche ich immer Strom und gutes Internet, sonst verliere ich zu viel Vermögen. Das kann ich dann mit niedrigen Steuern vielleicht gar nicht mehr herausarbeiten. Also die Anbindung, wie ich gesagt habe, ist natürlich geografisch begrenzt. Wir sind am Bergland, wie gesagt, durch die geografische Lage ganz einfach. Das ist die aktuelle Situation. Es wird wahrscheinlich dann eine Zuganbindung auch geben in naher Zukunft, abgesehen von weiteren Flugverbindungen. Bezüglich der lokalen Infrastruktur, Internet, Strom etc. haben wir natürlich gewisse Vorteile. Einmal, erstens sind wir komplett Glasfaser abgedeckt zu 100%. Also Internet ist top. Das ist auf 1 Giga-Niveau. Und da denke ich, sollte man wenig Bedenken haben. Es ist natürlich schon so, dass Andorra Telekom vielleicht etwas anfälliger ist. Es ist ein kleines Land, aber wir haben wenig Ausfälle in dem Sinne. Und ja, auch mit Hacker etc. haben wir da wenig Zwischenfälle, denke ich mal. Und also ich denke, die Zuverlässigkeit ist enorm hoch für alle die jetzt im digitalen IT oder als Trader unterwegs sind. Ne? Das ist abgesichert. Bezüglich Strom, wir importieren und haben Eigenproduktion. Eigenproduktion ungefähr von 25% und der Rest wird importiert aus Frankreich und Spanien. Also da gibt es gewisse Abkommen und der Strom ist relativ günstig. Ne? Das ist, wir haben weiterhin einen gewissen Vorteil gegenüber Spanien, insbesondere. Und die Kosten sind sehr überschaubar. Wasser ist mehr oder weniger fast geschenkt. Also im Monat, ein normaler Haushalt bezahlt vielleicht 8, 9 Euro an Wasser. Und das ist sehr günstig. Ja, Schulsystem haben wir eben schon angesprochen. Na, gut, vielleicht jetzt weniger interessant, aber doch schon für die mit Familie hinziehen wollen. Wir haben 3 verschiedene Schulsysteme. Das ist das Französische, das Spanische und das Andorranische. Und dann haben wir das British und eine internationale Schule. Die sind beide privat. Und da hat man eine gewisse Auswahl, sag ich mal. Und das ist auch interessant. Deutsche Schule haben wir noch keine. Kommt vielleicht mal irgendwann, aber die ist in Barcelona. Ne? Ist 2,5 Stunden weg. Okay, gut zu wissen. Eine Sache, die ja auch immer interessant ist, ist doch die Frage, wir hatten, glaube ich, auch das letzte Mal schon mal darüber gesprochen, wie sieht es denn mit der Besteuerung von Kryptoeinkünften aus? Gibt es da irgendeine Regelung?
in Andorra oder hat man da noch keine Regelung und es wird im Grunde letztlich als steuerlich unbedenklich oder steuerfrei eingestuft oder wie andere Kapitalerträge? Wie sieht es da aus mit Kryptoeinkünften? Mit Krypto haben wir eine Standardbesteuerung eben auch von den gleichen 10% auf Veräußerungsgewinne, die auch Veräußerungsgewinne zwischen verschiedenen Coins dann betreffen. Das heißt, Sie können BTC verkaufen in Fiat, haben natürlich den Veräußerungsgewinn. Abziehbar sind natürlich die Verluste innerhalb des gleichen Jahres. Ne? Und einen Umtausch von BTC in ETH wäre auch von einem Veräußerungsgewinn dann betroffen. Also wir können hier zwar, wie gesagt, Verluste davon abziehen, aber es ist nicht nur in Fiat, sondern generell ein Umtausch würde diese 10% auslösen. Ja, also es wird jetzt nicht behandelt werden wie anderes Trading-Einkommen, was wir ja vorhin gehört haben, steuerfrei ist grundsätzlich. Nein, eben nicht bei Rohstoffen und Commodities und dazu wird auch Krypto behandelt. Ah, interessant. Interessant. Noch eine praktische Frage ist ja, viele, die also ins Ausland umziehen und zum Beispiel jetzt nach Andorra umziehen würden, haben ja noch nach wie vor dann auch Konten, Depots oder so im Ausland, also nicht in Andorra, sondern in anderen Ländern. Jetzt gibt es ja zum Teil Länder, wenn man in diese Länder umzieht dann und man geht dann zu seiner Bank oder zu seinem Depot für ein Institut und sagt, ich bin jetzt umgezogen und meine neue Adresse ist die und die, dann schließen die einem erstmal das Konto. Also das bekannte Beispiel ist natürlich in der Schweiz, Schweizer Konto und US-Wohnsitz zum Beispiel. Aber es gibt auch andere Dinge, wie dass man zum Beispiel in Deutschland wohnt und man zieht irgendwie in ein exotisches Land, Costa Rica oder Paraguay, dann macht die Bank das Konto zu und man ist dann dort so ein bisschen hier, naja, stigmatisiert. Da hat natürlich auch viel so Dinge wie schwarze Liste spielen da natürlich auch eine Rolle. Man hat vielfach jetzt bei Vereinigten Arabischen Emiraten gesehen, die waren ja auf der grauen Liste der EU und auf einmal konnten jetzt die Personen, die dort leben, keine Konten mehr eröffnen. Ist Ihnen da irgendwas bekannt für Personen, die Andorra leben, dass die ein Problem hätten, jetzt Konten im Ausland zu eröffnen, weil man grundsätzlich einfach sagt, compliance-mäßig, da wollen wir nichts mit zu tun haben? Also Andorra ist natürlich jetzt insbesondere für die EU oder jetzt auch UK und die Schweiz natürlich nicht auf einer grauen Liste. Das war bis vor 8, 9 Jahren, ja, gab es noch gewisse Länder, die Andorra auf grauen oder schwarzen Listen führten. Das ist nicht mehr der Fall. Das heißt, es ist mehr oder weniger nicht kritisch und wir haben auch keine Erfahrungen in dem Sinne gemacht, schlechte Erfahrungen gemacht. Es ist natürlich schon so, insbesondere dann, wenn bereits eine Kontoverbindung besteht und Sie ziehen weg, wie Sie gerade gesagt haben, Sie ziehen aus Deutschland nach Andorra und wollen weiterhin Ihr Depot möglicherweise in Deutschland führen. Mhm. Dann kommt natürlich erstmal, ja, Andorra, okay, das müssen wir nachschauen. Und es ist natürlich ganz klar, mit wem, wenn das eine kleine Filiale auf dem Land ist, dann kommt natürlich dann erstens, dann dauert das mal Tage oder vielleicht Wochen, bis da überhaupt ein Feedback kommt. Aber im Allgemeinen lässt sich das dann klären. Eben drum, weil Andorra nicht auf irgendwelchen Listen geführt wird. Dafür haben wir zu sehr unsere Hausaufgaben gemacht und auch sind Kompromisse eingegangen in den letzten 10 Jahren. Und also im Allgemeinen sehe ich da kein Problem. Und insbesondere Schweiz haben wir viele Kunden, Luxemburg haben wir viele Kunden. Ist auch wichtig zu wissen, dass viele Vermögensverwalter, die hier in Andorra ansässig sind, mit Bankenplatz Luxemburg und Schweiz arbeiten. Weil der Kunde eher sagt, ja, die andorranische Bank, die hat noch keine Anbindung, das ist ein kleiner Bankenplatz, es gibt nur 3 Banken. Ich will dann lieber mein Vermögen in Luxemburg haben, will aber meine Vermögensverwaltung hier bei euch in Andorra machen. Und das gibt es tatsächlich. Also deswegen Luxemburg, Schweiz, UK haben wir keine schlechten Erfahrungen. Deutschland, denke ich mal, hängt es davon ab, wo das Ganze dann, das Konto liegt. Ja. Und man muss ja sagen, was hier so ein bisschen, also ich meine, es ist jetzt nicht wirklich hier für Personen, die jetzt in Andorra wohnen, aber also Andorra nimmt natürlich auch, wie Sie vorhin schon gesagt haben, hat sich jetzt dort integriert, mehr oder weniger in die internationale Gemeinschaft und spielt jetzt hier auch mit bei den Regeln, die man so allgemein jetzt so erwartet von Ländern, wie zum Beispiel automatischer Informationsaustausch nach OECD, CRS, ja. Ganz genau. Wir folgen dem Protokoll, haben auch keine Wahl in dem Sinne und da möchten wir uns auch nicht als Alternative platzieren. Das ist nicht der Fall. Andorra kollaboriert und das finden wir auch gut so. Wir haben gar keine andere Möglichkeit.
Wir Ja, ja, sind nein, nicht nein, in der absolut. EU, wir sind umschlossen von Frankreich und Spanien und seit der Finanzkrise gab es einen enormen Druck, um uns anzupassen. Und das muss erfolgen und wird auch weiterhin erfolgen aufgrund der DBAs, die wir weiterhin abschließen müssen und möchten. Und, Ja. das Und wie ist gesagt, also man kann ja jedem sagen, also nur um das nochmal klarzustellen, auch falls es da irgendwelche Missverständnisse gibt, die DBAs sind ja ausgesprochen positiv. Das ist ja eine gute Sache, weil jedes DBA hat ja eine Abschirmwirkung. Sie haben vorhin über die Quellensteuer gesprochen. Also normalerweise wird eben dann der reduzierte Quellensteuersatz fällig, aber auch so andere Dinge. Ich meine, man kennt ja in Deutschland solche Grausamkeiten, sage ich mal, wie die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Hat ein Land also ein DBA dann mit Deutschland, dann gilt diese in der Regel nicht. Also es gilt nicht immer, aber grundsätzlich kann man sagen, dass dann sowas dann damit vermieden werden kann. Also grundsätzlich sind DBAs positiv für Personen, die jetzt ins Ausland umziehen möchten. Ja, also muss man ganz klar sagen. genau. Und wir sind eben nicht in der Lage, wie jetzt manch anderes Land wie Montenegro, das Beispiel, ich kenne es persönlich nicht, aber es ist ganz klar, Montenegro ist abgespaltet von Serbien, soweit ich das weiß, und hat natürlich ein gewisses DBA-Potenzial bereits mitgenommen. Und die werden dann Ja, wahrscheinlich So ihre ist so ist es. es. 80, 90 oder 100 DBAs haben. Und die haben wir eben nicht. Deswegen, wir sind so ein bisschen der New Kid on the Block, ne? Und wir müssen uns da einfach ja, anpassen. Aber wir leben sowieso in den Zeiten, wo man davon ausgehen muss, dass eine komplette Transparenz herrscht. Ne? Ja. Äh, ja, das Ist es denn empfehlenswert, vielleicht auch in Andorra zu investieren? Also was gibt es für Investitionsmöglichkeiten in Andorra? Sind die sicher und was gibt es da für Renditen? Gut, wir reden jetzt von verschiedenen Möglichkeiten. Fangen wir vielleicht an bei den Immobilien. Die Immobilien sind natürlich dann in den letzten 3 Jahren enorm gestiegen. Auch hier, ich habe eben gesagt, die Mietzuwächse, ne, da sind wir teilweise bei über 40%. Und auch für Immobilienerwerb sind wir in einer ähnlichen Situation, vielleicht nicht ganz so hoch wie bei den Mieten. Und da ist natürlich die Frage, was passiert, wie läuft das weiterhin ab? Wenn dieser Inseleffekt und die steuerliche Situation weiterhin so bleibt, gehen wir davon aus, dass die Immobilien zumindest stabil bleiben, wenn nicht weiterhin steigen, ne, in gewissen Segmenten. Also das ist natürlich interessant. Auch die steuerliche Behandlung auf Veräußerungsgewinne von Immobilien ist sehr interessant, wenn Sie länger als 10 Jahre Resident sind. Dann gibt es einen neuen Koeffizienten. Das ist eine kleine Änderung. Früher gab es so eine progressive Behandlung. Mittlerweile haben wir einen Koeffizienten. Der kommt mehr oder weniger aufs Gleiche raus. Also bezahlen wir letztendlich 1% ab 10 Jahren Haltefrist. Deutschland ist das natürlich noch besser, ne, in dem Sinne, aber das ist interessant. Immobilien werden sich wahrscheinlich weiterhin positiv entwickeln. Was auch interessant ist, und wir haben immer mehr Kunden, die sich an Geschäften vor Ort beteiligen. Wir haben natürlich so ein gewisses Nachholpotenzial. Dadurch, dass es ein kleines Land war, das nicht unbedingt auf der Landkarte war, wie es vor 3, 4 Jahren, haben wir viele Sachen, zum Beispiel gewisse Franchises, gewisse, ja, ob das ist Restaurantketten oder Läden oder was weiß ich, ne, ganz einfache Retail, Restaurants. Wir haben viele Kunden beteiligen sich an solchen Projekten. Und fehlt einfach eine gewisse Retail-Infrastruktur noch in Andorra. Ne? Und dass man vielleicht in Zypern oder Malta hat man von allem was und hier fehlt das eben. Ne? Und da sieht man, dass sich viele Kunden an solchen Geschäften beteiligen. Das ist ganz interessant. Ansonsten, ja, die meisten Investitionen, die dann letztendlich getätigt werden, für passive Residenten, die müssen ja diese 600.000 Euro anlegen. Da kann man lokal anlegen oder eben auch sein eigenes Portfolio bündeln. Ne? Und dann gehen wir natürlich meistens ins Ausland. Es ist jetzt nicht so, dass Andorra Staatseinleihen anbietet und ist auch wahrscheinlich weniger interessant für den Kunden. Aber da bei den passiven Residenten kann man sein eigenes Portfolio bündeln, ne? Aus allerlei Aktien etc. über diese Unit-Linked-Möglichkeit. Und das heißt, die meisten Kunden investieren letztendlich im Ausland, ne? Wenn diese zwei ersten Optionen nicht in Frage kommen sollten. Okay, Für interessant. viele, Sie hatten vorhin ja schon angesprochen, so ein bisschen auch die, wie soll ich sagen, so das Unwohlsein vieler gegenüber der EU. Und natürlich ist es auch jetzt jenseits aller politischen Fragen auch so ein bisschen eine Frage, wie hier die wirtschaftliche Stabilität sich in Zukunft weiter gestalten wird hinsichtlich Euro und auch hinsichtlich der Banken. Man hat ja gesehen, bei der letzten Finanzkrise Bank-Bailouts, der Bürger musste dort für die Banken bezahlen. Mittlerweile gibt es ja neue Gesetze, dass im Grunde genommen es keine Bailouts mehr geben wird, sondern Bail-ins und dann müssen eben dann die Bürger letztlich dafür dann die Banken hier dann raushauen und da wird dann letztlich bei jedem, der über 100.000 auf dem Konto hat, kann dann Geld genommen werden.
Wie ist so der Bankensektor in Andorra? Wie gesagt, Sie haben gesagt, es ist ein kleines Land, sind da hauptsächlich Filialen internationaler Banken? Haben Sie da eigene Banken? Wie funktioniert das in Andorra? In Andorra ist es tatsächlich so, dass es gibt keinen freien Wettbewerb. Es gibt keine Bankenlizenzen für ausländische Banken. Das heißt, alle Banken, die aktuell in Andorra ansässig sind, sind nationale Banken. Es gab bis vor 2 Jahren gab es 5 Banken. Mittlerweile sind die alle zusammengeschlossen, aufgekauft oder fusioniert zu nur noch 3 Banken. Und diese 3 Banken sind 100% andorranisches Kapital. Es ist so, dass eben mit diesem Assoziierungsabkommen, das wir vorhin angesprochen haben, Andorra wird kein EU-Mitglied werden, um das nochmal klar zu Aber sagen. hat den Euro wohlgemerkt als offizielle Währung, ja, muss man sagen. Ja. Korrekt. Und hat den Euro als offizielle Währung, hat allerdings keinen offiziellen EZB-Anschluss. Und das über dieses Assoziierungsabkommen, eben nicht Mitgliedsabkommen, sondern nur assoziiertes Mitgliedsabkommen, würde eben diese Bankensituation verbessern, wenn man die Liquidität der andorranischen oder die Solvenz der andorranischen Banken in Frage stellen würde. Das nicht der Fall ist, absolut. Also deren Ratios, das steht gar nicht zur Frage, aber ist natürlich psychologisch ein gewisser Vorteil, ne, wenn diese Banken an die EZB angeschlossen werden würden. Das würde dann mitbringen, dass, ich glaube, innerhalb von 5 oder 10 Jahren, das ist noch nicht sicher, aber das ist alles noch im Entwurf, dass dann ausländische Banken aus der EU das Recht hätten, sich vor Ort niederzulassen. Also wir reden hier möglicherweise, wenn dieses Abkommen im Referendum dann abgestimmt wird, das möchte ich zweifeln, dass das ein Ja wird. Ne? Weil, wie gesagt, momentan sind wir bei 20-25% Ja. Und dann kann es sein, dass in 10, 15 Jahren dann irgendwann europäische Banken nach Andorra gehen. So sieht die Situation momentan aus. Hat das einen Vorteil? Äh, Klar, es sind nationale Banken, es gibt keine EZB-Abdeckung, die Solvenz ist äußerlich hoch. Service-Level ist nicht das Beste, das ist ganz klar, es gibt wenig Konkurrenz. Und deswegen kommen wir auch nochmal zurück zu den anderen Fragen. Viele Kunden suchen sich einen Bankenplatz eben in Luxemburg oder in der Schweiz. Ja, da kriegen viel bessere Konditionen, besseren Service. Und ja, aber prinzipiell ist das Bankensystem äußerst solvent und es deckt die örtlichen, ja, lokalen Bedürfnisse, die sie haben, auch für Investitionen lokal, also Geschäftskonten etc. ab. Das ist überhaupt keine Frage. Kann ich denn als jemand, der nicht in Andorra wohnt, nach Andorra fahren und dort ein Konto eröffnen? Nein, fast unmöglich. Also hier für Nicht-Residenten ein Konto zu eröffnen, ist das aus Compliance-Gründen der Aufwand, das lohnt sich nicht. Es geht los bei einer halben Million Anlage. Ah ja, okay. Ansonsten, ja, das lohnt sich für die Banken nicht und man kriegt sofort eine Absage. Interessant. Was soll ich sagen? Also nach wie vor Andorra, so nach all dem, was ich gehört habe, sehr, sehr interessanter Wohnsitz an einer schönen Stelle im Herzen Europas zwischen Frankreich und Spanien. Ich habe es noch nicht geschafft in den 2 Jahren, nachdem wir uns ja kennengelernt haben, mir Andorra mal anzusehen. Ich bin einfach zu selten in der Region, aber es steht auf meiner To-Do-List auf alle Fälle. Da Ja, wir gibt's müssen keine mal eine Tour Frage. machen, Daniel und so. Wir gehen auch mal an Andorra vorbei. Unbedingt. Und also ich kann auch nur sagen, in vielen Beratungsgesprächen habe ich schon Andorra weiterempfohlen, einfach weil ich es eben sehr, sehr spannend finde, gerade auch für jemanden, der ein neues Unternehmen starten will, der das Kapital, oder die Einnahmen, die er erzielt, auch wieder reinvestieren will, findet aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr interessante Bedingungen vor. Kann ich nur noch mal unterstreichen. Genau, Ja, also es liegt im Herzen Europas, insbesondere in interessanten, gut, da möchte man sich darüber streiten, aber Westeuropa, Südwesteuropa ist natürlich äußerst attraktiv, das ist ganz klar. Viele Kunden, insbesondere aus Deutschland oder aus den Dachländern, ja, ziehen Andorra vor, oftmals aufgrund der Verbindung über Spanien oder Südfrankreich, dann sagt, okay, ich habe schon einen zweiten Wohnsitz, ne, auf den Balearen oder in Südfrankreich, möchte jetzt meine steuerliche Ansässigkeit von Deutschland, ne, übertragen. Und da bietet sich Andorra natürlich dann als ideale Situation an. Und von daher, ja, die Verbindung Spanien-Frankreich ist äußerst vorteilhaft. Man kann per Land, das ist auch wichtig, wir sind keine Insel. Wir haben zwar diesen Inseleffekt, wie ich gesagt habe, aber wir sind keine Insel. Sie können mit dem Auto anreisen. Es gibt keine Flugverbindung, es gibt keine Passagierlisten.
Und das ist natürlich dann äußerst interessant. Ne? Ja, von daher denke ich, Andorra hat sich mit Sicherheit in den letzten 2 Jahren nicht ins Negative verwandelt. Mit Sicherheit werden wir mehr exklusiver, mit Sicherheit wird es ein bisschen teurer, aber es bleibt weiterhin sehr interessant. Ja, absolut. Jetzt meine persönliche Frage, Herr Müller. Also ich weiß, dass Sie glücklich sind in Andorra und dass es Ihnen da sehr gut gefällt. Das merkt man ja, das spürt man ja auch. Sie brennen ja für dieses kleine, besondere Land. Aber wenn Sie jetzt aus irgendeinem Grund selber doch nochmal Ihren Wohnsitz verlagern würden, müssten, wollten, welches Land haben Sie denn da noch auf der Shortlist? Wo würde es Sie denn mal hinziehen? Gut, wir müssen natürlich dann etwas unterscheiden, Lebensqualität und die steuerliche Situation. Sie mögen überrascht sein, aber Spanien ist gar nicht so unattraktiv, insbesondere durch diese Beckham-Situation, die wir haben. Wir haben ein Gesetz, wir haben natürlich sehr viel mit Spanien zu tun, insbesondere der Kundenstamm liegt bei 60% Spanien, aber auch viele Nicht-Spanier, die noch nie in Spanien steueransässig waren und haben eben diesen Vorteil, sich in Spanien niederzulassen. Da empfehlen wir oftmals eben das Backcamp-Gesetz. Dort haben sie interessante Möglichkeiten. Das ist so eine Art nicht wie NHR, ne, in Portugal, ähnlich wie dieses Statut und sehr Kennen interessant. wir sehr gut, ja. Das machen wir also hoch und runter, Beckham Law, ja. Also genau. Ich stimme Ihnen zu, sehr attraktiv, ja. Also absolut. Und es liegt direkt ja, vor der Haustür, wortwörtlich. Und wir sind natürlich alle, die wir hier leben, verbringen sehr viel Zeit in Spanien. Ich habe gerade eben gesagt, die Deutschen, die nach Andorra kommen, haben oftmals eben eine Spanien-Verbindung. Und das ist tatsächlich so. Ne? Und das wäre auch meine erste Wahl. Das Problem ist, wir haben nur die 5 Jahre. Ne? Das heißt, da Absolut. müsste man in 5 Jahren sich noch mal was Neues überlegen. Aber gut, es geht nicht immer nur um Steuern. Ne? Und weitere Optionen bin ich unvertraut damit, möchte ich ganz ehrlich sagen. Spanien hat ja doch eine sehr, sage ich mal, klare 183-Tage-Regelung. Das heißt, wenn man sagen würde, okay, man verbringt jetzt, sagen wir mal, genug Zeit in Andorra, um dort steuerlich ansässig zu sein, vielleicht gerade 183 Tage, dann kann man ja den Rest des Jahres, selbst wenn man dort eine Immobilie hat, in Spanien verbringen und würde trotzdem letztlich hier nicht also zum Beispiel nach Beckham Law oder so und würde nicht hier die, sage ich mal, die Steuerfreiheit in Spanien oder die Vermeiden der Steuerpflicht in Spanien nicht gefährden. Das ist richtig und letztendlich kommt es ja darauf raus, ne, dass man das gut kombinieren kann oder möglicherweise auch mit Drittländern. Und, Absolut, dass ja. die 183 Tage vermeidet und wenn wirtschaftliche Interessen sich nicht bewegen, dann haben wir ja das Problem auch nicht. Das wäre doch, also das kann ich mir schon vorstellen, also mit Andauer, dass das attraktiv wäre für Leute, die jetzt zum Beispiel aus Bergheim rauskommen eben, dass die dann sagen, okay, also wenn es denen dort gefällt, regional, dass sie eben dann Andorra wählen als Hauptwohnsitz und dann Behalten Ihr Haus. Spanien als Zweitwohnsitz. Ja. Ja, ein Wegzug aus Spanien ist vorsichtig zu gestalten. Es ist ganz klar, die Spanier sind sich deutlich mehr bewusst, was Andorra ist und was das für Spanien bedeutet und insbesondere dann aus Katalonien. Ne? Also da wird schon, das muss man sehr vorsichtig planen. Da wird Ja, stimmt, ja, ist ein guter Punkt, ja, also ja, da war ich jetzt vielleicht zu enthusiastisch jetzt, genau. Ja, nee, da haben Sie recht. haben viele Deutschen haben eben diesen Vorteil. Wenn sie aus den Balearen kommen, haben dort noch nie eine steuerliche Ansässigkeit gehabt, dann ist es natürlich sehr einfach. Ne? Sobald sie dann vor Ort waren, und das ist natürlich vermögensabhängig, volumenabhängig, ganz klar. Aber ja, Spanien ist sehr aggressiv. In dem Sinne. Ja, die sind ja wahrscheinlich so, wie die Deutschen mit der Schweiz sind die Spanier mit Andorra. Ja. Ja, genau, aufgrund von der Nähe und das ist ganz klar. Es herrscht ein DBA zu normalen Bedingungen, das ist ganz klar. Also da gibt es auch keine versteckte Überraschung, die man zu erwarten hat, aber trotzdem, die Regeln müssen eingehalten werden und wir haben viele junge Leute, insbesondere aus dem Content-Bereich, ne, YouTuber etc. Und da wird schon ordentlich geprüft. Das Problem dieser Leute ist natürlich, dass sie das auch oftmals publik machen und über ihre Kanäle dann. Und das Ah ist ja, das ist ein guter Punkt, genau, ja, haben Sie völlig recht. Ja. sehr Da lässt man sich kontrovers. leicht überführen, ja. Ganz genau. Das ist sehr kontrovers und da gibt es natürlich dann ordentlich Rumore und Presse darum und dementsprechend wird das dann schon etwas beobachtet. Aber Hm. ja, interessant. Sehr schön. Sebastian, ich habe keine Fragen mehr. Soweit. Nee, alles gut, sehr gut, war sehr Kann interessant. ich Herr einfach Müller. nur sagen, vielen, vielen herzlichen Dank. Es war wie das letzte Mal auch sehr, sehr interessant und Andorra bleibt weiterhin im Fokus auch unserer Empfehlung. Da gibt es gar keine Frage.
Und wir sind jetzt schon gespannt, wenn wir wieder mal, vielleicht müssen wir nicht 2 Jahre warten, mit Ihnen sprechen, lieber Herr Müller, was sich dann getan hat, wie es dann aussieht. Dann Gerne komme ich mal zu einem Event, ne, von Ihnen. Das wäre natürlich auch interessant. Und ich glaube, unbedingt. ich war mal eingeladen, aber das war, glaube ich, 22 in Edinburgh, kann ich mich erinnern. Ne? War was. Ja, ja. Ja. Aber wir werden Sie auch diesmal wieder einladen. Ich send Ihnen dazu heute Abend oder morgen früh nochmal weitere Informationen zu unseren nächsten Events. Auf alle Fälle. Gibt es gar keine Frage. Machen wir sehr gerne, laden wir Sie sehr gerne ein. Sehr schön. Kommen Sie Dann mal vielen nach. herzlichen Dank nochmal. Bleiben Sie fröhlich und dann bis zum nächsten Mal auf diesem Bis zum Kanal. nächsten Mal, Herr Müller. Ne? Alles klar. Gut. Ciao. Herr Sauermann, Herr Tabarek, verbleiben wir so und dann ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ne? Okay, dann. Bis dann, macht es gut, wieder. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.